Philipp Gmür, Sie haben heute die Zahlen zum Halbjahr 2017 bekannt gegeben. Bevor wir auf diese im Detail eingehen, hier erstmal ein kurzer Überblick. Sie sind gut ins Jahr 2017 gestartet. Zum Halbjahr weisen Sie einen Gewinn aus von 258 Millionen Franken. Das sind 8,4% mehr als in der Vorjahresperiode. Das Geschäftsvolumen liegt bei 5,5 Milliarden Franken. Das entspricht in etwa dem Niveau des Vorjahres. Sie haben den Gewinn stark gesteigert. Was sind die Gründe dafür? Zunächst möchte ich sagen, wir haben Freude an diesem Ergebnis. Und einmal mehr haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich dazu beigetragen. Wir konnten den Gewinn, wie Sie sagen, steigern. Und das hat insbesondere zwei Gründe. Wir haben einmal mehr sehr gute versicherungstechnische Ergebnisse und zweitens profitierten wir freilich vom Rückenwind an den Aktienbörsen. Was mich besonders freut, ist, dass wir in jedem einzelnen Land profitabel arbeiten. Mehr noch, wir konnten auch in den Auslandsmärkten unsere Profitabilität verbessern. Das Geschäftsvolumen ist allerdings praktisch gleich geblieben. Woran liegt das? In der Nichtlebensversicherung sind wir um 3% gewachsen. Angesichts des kompetitiven Marktumfeldes erachten wir diesen Wert als gut. In der Lebensversicherung gibt es zwei verschiedene Effekte. Der eine liegt darin, dass wir in der Kollektivlebensversicherung im Vorjahr einen Sondereffekt hatten, währenddem wir in der Einzellebensversicherung ganz bewusst auf die Bremse getreten sind bei den traditionellen Versicherungsprodukten. Wegen der tiefen Zinsen haben wir das eigenkapitalschonende Geschäft in der Einzellebensversicherung massiv forciert, was sich letztlich in einem Plus von 37% auf Gruppenstufe niederschlägt. Ein Standbein Ihrer Strategie Helvetia 2020 ist Digitalisierung. Was denken Sie, Philipp Gmür, wird Ihre Branche durch die Digitalisierung an Bedeutung verlieren? Nein, ganz im Gegenteil. Die Digitalisierung sehen wir als große Chance. Digitalisierung wird uns helfen, unsere Prozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und sie wird uns auch helfen, die Interaktion mit unseren Kunden effizienter zu gestalten. Und drittens wird sie uns auch helfen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sprechen wir noch ganz kurz über das traditionelle Geschäftsmodell. Wie wollen Sie denn dieses weiterentwickeln? Die Digitalisierung wird uns helfen, unsere Prozesse zu automatisieren, die ganzen Daten viel effizienter zu nutzen und letztlich eben auch die Kundeninteraktion viel einfacher zu gestalten. Wenn ich da schnell dazwischen darf, was heißt das ganz konkret für die Kunden? Die Kunden werden sich auch künftig gerne beraten lassen, aber nicht mehr unbedingt durch einen Berater vor Ort. Dem tragen wir insofern Rechnung, als wir in neue Beratungsmodelle investieren, beispielsweise in eine digitale Agentur. Da wird der Kunde mit dem Berater in Kontakt gebracht, er kann aber selber per Videochat sich zuschalten und sogar per SMS eine digitale Unterschrift leisten. Oder wir sind daran, SMS-Chatbots auszuprobieren, die den Kunden helfen, ihre Verträge zu verlängern. Und hier sind wir einzigartig weit, wenn wir sogar im europäischen Kontext das anschauen. Sie haben jetzt einige Innovationen erwähnt, Philipp Gmür. Wie treiben Sie die denn bei Helvetia voran? Unser Innovationsportfolio fußt auf 4 Säulen. Erstens wollen wir mittels Akquisitionen Know-how in die Helvetia hereinholen, das wir heute gar nicht haben. Beispiel Monipark, der Hypothekenvermittler in der Schweiz. Zweitens haben wir einen eigenen Venture Fund, der Investitionen tätigt in Startups. Drittens haben wir eine Vielzahl von Kooperationen mit der Universität St. Gallen oder mit anderen Organisationen. Und viertens, eigentlich fast das Wichtigste für die Kultur von Helvetia, haben wir interne Zellen, Inkubatoren nennen wir die in einem abgeschlossenen Raum Neues entwickeln. Kurz, wir wollen in unserer Firma ein Umfeld schaffen, das die Möglichkeit bietet, Altes neu zu denken und auch
an ganz neuartigen Businessmodellen zu arbeiten. Das klingt sehr spannend. Lassen Sie uns noch einen Blick in die nahe Zukunft werfen. Was dürfen wir denn im Geschäftsjahr 2017 von Helvetia noch erwarten? Natürlich, dass wir weiter profitabel wachsen und dass wir unsere Strategie Helvetia 2020 mit viel Energie umsetzen. Wir wollen Helvetia agiler, innovativer und kundenzentrierter machen. Ich wünsche Ihnen dazu viel Glück und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Meier.